Die Hurrikansaison ist vorbei und es geht raus aus der Werft und rein ins Wasser. Die erste Ausfahrt geht nach Norden und es ist ziemlich stürmisch. Aber wir kommen gut an in Grenada. Dort erwartet uns ein wunderschöner Sonnenuntergang und auch eine Überraschung. Also habe ich heute Morgen geguckt, ob alles gut lief und alles ist aufgetaut. Also das Ganze mit dem großen Kühlschrank, das muss warten bis Le Marin, das hat keinen Sinn. Am Ende des Videos zeige ich, was ich getan habe, damit ich meinen Außenborder auch alleine gut von Deck bekomme, runter ans Dingy und auch wieder hoch. Ihr kennt das Problem? Dann bleibt dran. Die Saison fängt an und ich spreche von der Saison Winter 2025 auf 26, nachdem das Schiff hier in Trinidad in Chaguaramas auf der Werft von Peak 5 Monate lang gewesen ist. Die Arbeiten sind erledigt, das Unterwasserschiff ist gestrichen, der Propeller ist neu gestrichen mit einem speziellen Antifouling. Das Boot ist poliert und alles ist soweit fertig. Es kann losgehen, es geht ab ins Wasser. Gleich nach dem Zuwasserlassen fahre ich los hier in Chaguaramas. Die Anchorage ist nicht sehr interessant und fahre in die Scotland Bay. Das ist mitten im Urwald. Da hört man auch die Brüllaffen nachts oder morgens. Interessant und das Wasser ist einigermaßen sauber und das ist wirklich total ruhig hier. Wird jetzt die erste Ausfahrt nach der Einwinterung. Mal gucken, ob alles klappt. Ich hoffe, dass alles klappt. Die Außenborder können ja relativ schwer sein, meiner hat 42 Kilo und wie man den alleine von Deck aufs Beiboot kriegt, beziehungsweise vom Beiboot hoch an Deck kriegt, das werde ich nachher später zeigen. Ich bin übrigens der Meinung, dass man ein schnelles Beiboot braucht oder beziehungsweise einen starken Motor braucht, wenn man in der Karibik segelt, dass das Boot ins Gleiten kommt und da geht es nicht nur darum, dass man schneller ans Ziel kommt, die Wege sind oftmals sehr weit, sondern auch, dass man trocken bleibt, weil wenn man gleitet, bleibt man im Beiboot trocken und wenn man sehr langsam mit einem Beiboot fährt, was einen kleinen Außenborder hat, dann ist es oftmals so, dass vorne immer über den Bug Wasser spritzt ins Beiboot und man ständig nass wird. Auf der Ostsee oder im Mittelmeer ist das nicht so wichtig oder ist es eigentlich relativ unwichtig, aber hier in der Karibik, in dieser Gegend, ist das schon sehr, sehr wichtig. Die erste Ausfahrt geht von Chaguaramas, Trinidad, bis nach Grenada in die Prickly Bay. Ich wäre gern noch nach Tobago gefahren, aber da das gegen Wind und gegen die Strömung ist, habe ich mir das erspart, weil ich bin alleine an Bord, so wie auch die nächsten Wochen bin ich alleine an Bord. Und deswegen fahre ich in die große Prickly Bay, wo man gut ankommen kann und einen guten Ankerplatz findet. Hallo, kurzer Gruß von See. Auf dem Weg von Trinidad nach Grenada. Es sind insgesamt 80 Meilen zu fahren. Davon sind noch übrig, mal gucken, 21. 21 sind noch übrig. Alles top an Bord, alles geht gut, wunderbar. Wir haben feucht, angenehmen Wind, so um die 15 Knoten. Die Wellen sind verhältnismäßig hoch, aber es geht.
Wir kriegen einiges an Wasser über vorne, aber das ist nicht so schlimm. Und wir laufen trotzdem sehr schnell. Wir laufen 7 bis 8 Knoten, zum Teil sehr viel schneller, zum Teil über 9 Knoten über Grund, wie man hier an dem Radar oben rechts erkennen kann. 9,5, 9,6 Knoten steht da. Auf dieser Strecke zwischen Trinidad und Grenada gibt es eine starke Querströmung von Ost nach West. Die beträgt ungefähr 2 Knoten. Und obwohl es ein reiner Nordkurs ist, müssten wir deswegen relativ hoch an den Wind gehen. Ich bin alleine an Bord, aber ich bin nicht alleine unterwegs, weil mit mir ist ein holländisches Paar, die haben eine Lagoon 42. Sehr nette Leute, René und Bella. Und wir haben die letzten Tage viel miteinander verbracht. Und das macht großen Spaß. Die müssen leider etwas schneller dann fahren Richtung Martinique, weil sie da Termine haben. Der Wassermacher läuft auch. Den habe ich jetzt wieder in Betrieb genommen, weil der Tank war jetzt völlig leer. Und jetzt läuft er, produziert 55 Liter die Stunde. 60 wäre es jetzt normal, aber 55 ist ja okay. Und obwohl wir unterwegs sind, beziehungsweise obwohl der Wassermacher läuft, produzieren wir noch 8 bis 10 Ampere Strom, sodass auch die Batterien schön voll bleiben oder werden und der Tank vorne kann sich erst wieder füllen, weil der Frischwassertank war quasi leer. Ja. Aber ich habe ihn 20 Minuten laufen lassen nach dieser Sommerpause, der war ja quasi eingesommert, also pickelt, wie man sagt auf Englisch. Und damit müsste jetzt, oder ist das Wasser ganz sauber, ich habe es gekostet, ich habe auch ppm festgemacht, also Parts per Million, das heißt, wie viel Partikel oder was auch immer das ist, da drin sind, das ist mit 225 sehr gut. Und ja, alles läuft im Moment. Ich bin sehr, sehr glücklich, es geht mir sehr gut. So, jetzt geht's los. Jetzt werde ich mal das Großsegel schon mal reinmachen. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen mehr in den Wind gehen. Hier drüben ist alles fertig. Ich habe ja ein Großsegel, was sich in den Baum rollt. Dazu muss ich das Großfall lösen. Und auf der anderen Seite gibt es eine Reffleine. So ähnlich wie bei der Rollfock gibt es ja auch eine Reffleine. Und die Reffleine sorgt dafür, dass das Großsegel mit dem Mechanismus im Großbaum eingerollt wird. Ich muss also das Großfall lösen und ziehe dann sozusagen an der Reffleine. Inzwischen bin ich in der Prickly Bay angekommen, in dieser großen Ankerbucht. Etwas weiter draußen liegend hat man meist etwas Schwell. Wenn man weiter nach innen fährt, gibt es entsprechend weniger Ankerplatz sozusagen oder Raum, weil schon viele Schiffe dort liegen. Aber man findet immer genug Platz. Said you needed space. Said you needed more time to think. So you went away. But you still would stay in my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door. Even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away so long. Since you've been gone away, you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away, you've been gone away. 50-11 days, 50-11 days, 50-11. I lost count of all of the weeks that you have your way. Wouldn't be
pick a fight when you'd leave. Heute ist der 2. Dezember 2025 und ich habe gestern Abend alles fertig gemacht, um von Grenada loszufahren nach Union Island in die Chatham Bay. Und ich habe noch ordentlich eingekauft, hatte mir meinen Scooter rausgeholt, bin zum großen Supermarkt gefahren und habe auch ein paar tiefgefrorene Sachen geholt. Und dann habe ich zum ersten Mal wieder meinen Kühlschrank in Betrieb genommen, den großen Kühlschrank, der hier in der Ecke ist, und habe das da oben in das Tiefkühlfach gemacht, das Tiefgefrorene. Der lief immer sehr gut. Das Tiefgefrorene war immer weiterhin tiefgefroren, also kein Problem. Und den kleinen Kühlschrank, den habe ich ja für Getränke. Also habe ich heute Morgen geguckt, ob alles gut lief, und alles ist aufgetaut. Also das ist wirklich, ja, das Wort sage ich jetzt nicht, aber das ist wirklich nicht gut, sagen wir mal. Das war ein bisschen überraschend. Gut, also habe ich gedacht, gut, dann tausche ich schnell um, mache den kleinen Kühlschrank auf Tiefkühlung und den großen lasse ich erstmal so. Habe alles umgeräumt, dabei habe ich noch die Milch umgeschmissen. Also solche Tage gibt es. Und gut, hier würde ich wahrscheinlich einen Kältetechniker finden, aber ich bin dann nun mal ausgecheckt und fahre los. Von daher ist es in Ordnung. Das Ganze mit dem großen Kühlschrank, das muss warten bis Le Marin, das hat keinen Sinn. Die Route führt westlich an Grenada vorbei, dann Kurs Nord-Nordost in die Passage. Es geht vorbei an Carriacou, die Insel, die vom Hurricane Beryl im Juli 2024 sehr stark zerstört wurde, bis nach Union Island in die Chatham Bay. Dieser Segler hier neben mir ist ungefähr eine Seemeile von mir weg und er hat ein ganz schlechtes AIS-Signal. Schlechtes AIS-Signal bedeutet, dass er immer wieder auf dem AIS-Bildschirm quasi verschwindet. Also er sendet aus, aber das kommt nicht an. Und dann kommt es mal wieder an und dann wieder nicht. Und bei einer Meile Abstand muss es eigentlich immer ganz stabil da sein. Bei 10 Meilen übrigens auch und bei 15 auch. Das wissen viele gar nicht, dass sie ein schlechtes AIS-Signal haben, weil sie sehen ja auf ihrem eigenen Bildschirm umliegende Schiffe. Also gehen sie davon aus, dass sie auch von anderen gesehen werden und dass ihre Aussendung in Ordnung ist. Das ist aber oftmals nicht der Fall. 17:40 Uhr, bin in der Chatham Bay angekommen, hier in Union Island. Hinter mir geht die Sonne unter. Also alles ist gut gegangen, alles wunderbar. Kein Problem, es war ein bisschen sehr hoch am Wind, muss ich sagen. Ansonsten war halt anstrengend, aber okay, gehört dazu. Ankerbier habe ich mir auch schon genommen. Also Prost. Ich habe schon die abenteuerlichsten Konstruktionen gesehen, wie man einen Außenborder, der ist ja normalerweise ziemlich schwer, zumindest dann, wenn es ein Viertakter ist. In Deutschland oder in Europa gibt es ja nur noch Viertakter, hier in der Karibik kriegt man noch die Zweitakter. Aber ich habe einen Viertakter, 9,8 PS. Der wiegt, glaube ich, 42 Kilo. Also wenn man den 42 Kilo 9,8 PS Außenborder hoch und runter kriegt mit einem Kran, dazu muss das werde ich zeigen, und dazu muss der Außenborder auch vernünftig befestigt sein mit einem Gurt. Ich habe hier mal den Gurt, das ist also Gurtband, 14 Meter breit oder 3,8, sowas in der Art.
Das hier geht um den Außenborder rum. Hier ist vorne, da habe ich auch ein V drauf gestickt, ich weiß nicht, ob man das sieht. Und hier ist hinten, habe ich auch ein H drauf gestickt, aber es ist klar, hinten ist noch dieser lange Gurt. Und die Seiten werden quasi mit einem Klettverschluss richtig schön festgezurrt um den Außenborder, damit es außenrum richtig fest sitzt und damit diese vordere und die hintere, das vordere und das hintere Gurtband nicht auseinanderrutschen können. Zusätzlich ist hier hinten noch ein Gurt dran, der unten zum Schaft geht und wieder hochkommt und den ich hier festzurren kann. Und hier sieht man praktisch den Gurt, ja, so wie er um den Außenborder befestigt ist. Der Gurt geht dann hier oben über diese Taille hier außen, da lang und dann hier mit der Leine kann ich die Taille bedienen. Okay? Das ist jetzt hier 6-fach geschoren, das reicht aus, um die 42 Kilo von dem Außenborder hochzuholen oder runterzulassen. Das Gurtband sieht man hier. Das ist das seitliche vordere, das ist das seitliche hintere. Hier ist der Klettverschluss, damit die beiden zusammengehalten werden. Der vordere Gurt geht hier unten durch, praktisch unter dem Griff durch. Da wird der reingeschoben. Der hintere Teil von dem Gurt, der geht unter diese Abdeckung. Die hat ja so einen kleinen, ja hinten so einen Support. Da geht die unten drunter, sodass das praktisch hier richtig fest dran ist. Okay? Und dann geht seitlich dieses Gurtband unten zum Schaft, kommt auf der anderen Seite wieder hoch und wird nochmal festgezurrt. Oh, den habe ich aber festgeknallt. Man darf ihn übrigens nicht zu fest knallen, weil wenn es dann regnet und das Holz wird nass, dehnt sich das ein bisschen aus, dann kriegst du ihn kaum noch auf. Ne? Dann wird ein Stück hochgehoben. So. Und schon hängt er. Und jetzt kann man noch mal sehen, hier hinten, was ich meinte vorhin. Hier ist der praktisch unterhalb, ich hoffe, das sieht man, hier ist der quasi unterhalb von dem Deckel noch mal festgemacht. Und hier gehen die beiden Gurte rechts und links runter. Okay? So. Den lasse ich jetzt runter. Den kann ich so schön schwenken hier über den Kran. Da unten drunter ist mein Beiboot. So, ist ja praktisch in der richtigen Höhe schon. Wenn ich ihn runterlasse, muss ich ihn, wenn ich unten bin, auslösen. Und das habe ich so gelöst, dass ich hier praktisch über einen Snatchblock, der ist da oben, an der Leine ziehen kann. Und wenn ich das tue, wenn der Außenborder also in seiner Position ungefähr ist, dann kann ich ihn hier aushaken und damit kommt er den Rest auch noch runter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und auch der Tipp mit dem Gurt um den Außenborder hat vielleicht dem einen oder anderen die Idee gegeben, wie man sowas am besten macht. Ich würde mich über ein Abo freuen und natürlich, dass ihr dran bleibt und verabschiede mich hiermit in mein Beiboot und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Ciao von der Kokon.